Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich habe die News zwar gestern schon im Stream gezeigt, kann aber sein, dass wahrscheinlich nicht alle von euch das gesehen haben werden. Und deswegen gucke ich mir das nochmal hier kurz im Video an und wollte nochmal gleich ankündigen offiziell, dass am Freitag um 16 Uhr der legendäre Dungeon seine Pforten wieder öffnet und wir sind am Freitag aber schon 2 Stunden früher live. Also ich werde am Freitag schon direkt um 14 Uhr starten mit den Streamen, das ist relativ früh. Aber wir brauchen auf jeden Fall die Zeit, weil wir vorher noch unsere Accounts durchklickern müssen. Da muss die Alu weggebasht werden und dann haben wir auch schon gar nicht mehr so viel Zeit. Wir haben nämlich nur 1,5 Stunden Zeit für alle meine 4 Server das zu schaffen. Und wer mich kennt, ich weiß, ich bin nicht der Schnellste. Ja, deswegen ist das notwendig, dass wir schon um 14 Uhr starten. Denn um 15:30 Uhr gibt es wieder eine offizielle Shakes and Fidget Show. Das heißt, dort sind wieder Gäste am Start, wie unter anderem der Thorsten, der CEO von Shakes and Fidget und Marvin Clifford, der Comiczeichner, der Erfinder quasi mit von Shakes and Fidget, ist auch wieder vertreten und deswegen werden wir da um 15:30 Uhr mal rüberschauen. Da werden wir mal in deren Stream mal vorbeigucken und uns das Ganze mal anschauen, was sie so zu sagen haben, was sie so zu berichten haben. Da sind bestimmt einige informative Sachen dabei, die man mitnehmen kann. Und um 16 Uhr starten wir dann direkt mit dem Legendary Dungeon Runs und zwar auf mein Main. Werde ich durchrunnen und ja, ich weiß nicht, wie weit wir auf meinem Main hier Runs investieren werden, aber da wird einiges auf jeden Fall passieren. So, ne? Und genau, der Stream geht von 14 Uhr bis, ich weiß nicht, der wird sehr lange gehen. Also ich denke mal 10 Stunden oder so könnte gut sein, könnte gut passieren, dass wir da wieder so lange durchrasieren werden. Und ja, genau, jetzt kommen wir mal kurz auf die News zu sprechen. Also wie gesagt, merkt euch, am Freitag um 14 Uhr fängt der Stream an. Es gibt eine neue Versionsnummer, die am Freitag erscheinen wird. Und auf S1 ist die wohl heute schon drauf. Ja, im Changelog gibt es da noch mal ein paar informative Sachen. Etwas Interessantes ist hier nicht großartig so mit bei. Nichts irgendwie, was jetzt so unglaublich krassen Einfluss hat. Das Einzige, was halt interessant wäre, wäre diese Änderung hier. Legendary Dungeon Rebalancing der Schadenswerte der Gegner und Verteilung von Segen und Flüchen basierend auf gesammeltem Feedback. Ja, also ich denke mal einfach von der Community aus haben sie sich so ein bisschen beraten lassen, wie das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten ist und vor allen Dingen Rebalancing der Schadenswerte. Ich gehe mal davon aus, dass ihr, die Community, da geschrieben habt, dass die Schadenswerte von den Gegnern wahrscheinlich ein bisschen zu stark sind und weil ich glaube, keiner wird geschrieben haben, nö, die Monster sind zu schwach, bitte macht die mal noch ein bisschen stärker, damit ich mehr Pilze zahlen muss. Ja, ich glaube nicht. Deswegen hoffe ich mal, dass vielleicht die neuen Dungeons ein bisschen günstiger werden. Ja, wir warten ab, wir werden sehen. Wir werden natürlich, klar, ihr könnt das erst bei mir wieder gucken, wie ich meine ersten Runs mache und dann könnt ihr bei euch das dann ausprobieren. Und ja, ansonsten ist es der Herr der Dinge Dungeon wieder. Das war ja klar, es gibt 3 neue legendäre Gegenstände im Set. Das ist auch ganz cool und ja, auch interessant hier eine Information. Balrog, ne, der letztes Mal ja immer, wenn man den hatte oder den besiegt oder dem gekämpft hatte, war man sofort tot. Jetzt ist es halt ein Special Room, der besiegbar ist. Hier steht aber ein harter Gegner und gibt im Siegefall einen Heilungssegen. So. Also ich denke mal, das wird sowas Ähnliches sein wie die Schweine beim letzten Dungeon. Wenn man die besiegt, dann bekommt man sehr viel Heilung. Allerdings machen die auch irgendwie ein 3/4 vom HP, ziehen die halt auch ab. So eine Geschichte wird das wahrscheinlich werden, gehe ich mal von aus. Ja, ansonsten, wie gesagt, gibt es hier den Trailer auch. Den kann ich euch jetzt auch kurz mal einblenden.
Ja, wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall recht interessant. Das ist erst der Teaser zum Trailer. Habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Also eigentlich ist der Trailer ja etwas, der so ein bisschen was zeigen soll. Aber jetzt, das hier ist ein Teaser zum Trailer gewesen. Das heißt, der richtige Trailer ist nochmal ein bisschen länger. Und ja, das ist auf jeden Fall so der Plan. Ne? Hier wird nochmal gezeigt zur Shakes & Fidget Show. 15:30 Uhr geht's los. Melly wird das Ganze wieder hosten. Ne? Und Gäste sind dabei wie Thorsten und Marvin. Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant. Wir gucken mal vorbei. Ansonsten gibt es auch neue Bilder schon zum Legendary Dungeon. Ein paar ein paar illustre Monstren sind hier schon zu sehen. Ne? Einmal hier so eins, was hier so einen Kundibogen hat und hier mit ja, Süßigkeitenstangen schießt. Und einmal hier ein schöner Tannenbaum, der hier, ja, ein bisschen finster reinguckt hier in die ganze Geschichte. Und genau, das sind auf jeden Fall so erstmal die Informationen dazu. Auf meinem Server selbst gibt es hier bei dem Herr der Dinge-Set noch keine Erweiterung. Ich hatte aber schon ein paar Bilder gesehen von den neuen Items und von den neuen, von der neuen Sammelalbum-Seite. Deswegen, da gibt es auch ein paar Sachen, die wir wieder uns ergreifen können. Ne? Außerdem fehlt mir vom alten Set auch noch 3 Gegenstände. Das heißt, da müssen wir sowieso noch ein bisschen nachholen. Ist noch ein bisschen Nachholbedarf. Und deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was das Ganze so für uns bereithalten wird. Ne? Und um nochmal so ein bisschen so einen kleinen Rundown, würde ich mal sagen, so zu geben, wie so mein Plan ist jetzt mit dem Legendary Dungeon. Also Priorität ist als allererstes, das mache ich ja immer, wenn ein neuer Legendary Dungeon draußen ist, da gehe ich zuerst immer mit meinem Main rein, um halt dort so viele Runs, halt zu machen, wie die Pilze reichen. So, ne? Das ist ja immer das Ding. Genau. Auf meinem Main, das hatte ich ja auch schon mal öfter erwähnt gehabt, werde ich mich nicht neu equippen. Dazu mache ich einfach zu wenig Level in der Zeit, dass sich das lohnen würde, mein Equipment neu zu wechseln. Ich mache das wirklich nur, um mein Inventar voll mit Epics zu klatschen für die Schmiederessourcen, für die Kristalle. Dafür ist das sehr wichtig. Zum anderen halt auch für meine Stat-Punkte. Dadurch, dass ich halt eben auch hier durch meine Goldgrube eben nicht so viel Gold generieren kann wie Leute auf anderen Servern, muss ich mir jetzt irgendwie zu helfen wissen und ein paar mehr Legendary Dungeons machen als alle anderen. Ist jetzt einfach so mein Plan. Ja, der ist ziemlich dumm, nicht nachmachen, lohnt sich auch nicht. Nach ein paar Runs, ist das nachher so doll gecapped und ihr bekommt so wenig Gold für so viele Pilze, ist nachher nicht mehr wirklich worth. Deswegen macht maximal 10 Runs, alles was da drüber ist, bringt Gold technisch nix. Wenn euch noch Items fehlen, klar, macht das, aber alleine fürs Goldfarm schwierig. So, das ist auf jeden Fall mein Plan für den Main. Dann geht es gleich weiter. Ja, hier sieht man, die Kämpfe auf S31 dauern immer ein bisschen länger, wenn man das jetzt mal vergleicht hier auf W27. Da geht das schon um einiges flüssiger von der Hand. Gutes Beispiel gerade gewesen. Und genau, auf dem Battle Mage geht es weiter. Hier werde ich mich neu equippen. Hier habe ich ein paar Level hingelegt in der Zeit. Und außerdem fehlen mir auf dem Battle Mage hier auch noch einige Items. Wo haben wir es denn? Hier, um besser zu sagen, fast alle Items fehlen mir hier auf dem Account. Deswegen hier muss ich auch ein bisschen was nachholen. Das heißt, Battle Mage wird neu equipped und ja, wir versuchen alle Items zu finden. So, das ist der Plan auf W27. Und ja, auf dem Free-to-Play werde ich halt mal gucken, wie ich es halt schaffe so mit den Free-Tries. Und genau, auf W50 werden wir uns natürlich auch neu equippen, denn hier ist es halt der zweite Legendary Dungeon, der jetzt überhaupt kommt. Und genau, davon ab habe ich halt einiges an Aufholbedarf, was mein Equipment angeht. Ich habe seit dem letzten Legendary Dungeon mich nicht zwischendurch equipped. Ich werde mich nur von Legendary Dungeon zu Legendary Dungeon equippen. Alles andere finde ich halt
ja, macht jetzt nicht mehr sehr viel Sinn. Ich habe aber halt noch sehr viele Level in der Zeit geschafft. Deswegen werden wir hier einen großen Damage Boost, denke ich mal, bekommen durch den Legendary Dungeon und durch dieses neue Equipment. Und ja, das Ganze wird halt meistens nur in Streams passieren, weil ich halt finde, persönlich, der legendäre Dungeon eignet sich für die Streams besser als Videos so, ne? Weil das halt auch eine langwierige Geschichte ist. Man muss sich durch die ganzen Dungeons grinden und so und das ist halt ziemlich zeitintensiv und für zeitintensive Sachen eignen sich halt Livestreams einfach besser als Videos meiner Meinung nach. Vielleicht mache ich mal so einen kompletten Run wieder in einem Video, das wird wahrscheinlich auch vorkommen, aber hauptsächlich werde ich mich dann auf das Streaming konzentrieren, sofern dann halt die Zeit immer da ist. Und genau, aber zu den jeweiligen, Charakteren werdet ihr auch jeweilige Livestreams sehen. Das heißt, ich werde mindestens in den 10 Tagen bestimmt, ja, sagen wir mal 2 bis 3 Mal live gehen. So, je nachdem, wie viel wir schaffen und wie viel wir abfertigen können, sag ich mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Main komplett durch habe und sage, gut, hier run ich jetzt nicht mehr weiter, dann gehe ich auf den Battle Mage schon vielleicht im selben Stream rüber und dann haben wir 2 Charaktere in einem Stream, dann fehlt es nur noch W50. So, ne, da müssen wir halt gucken. Also mindestens 2 Streams, maximal 3 Streams in den 10 Tagen. Und das ist, denke ich mal, ja, ganz cool, auf jeden Fall. Freut mich wieder, dass es wieder soweit ist. Ist immer eine teure Angelegenheit. Mal schauen, wie teuer es diesmal wird, weil wir ja durch die News wissen, dass vielleicht die Schadenswerte ein bisschen angepasst werden. Deswegen, ich bin gespannt, was wir da bekommen werden. Und hat er mich gerade ein paar Mal besiegt? Das ist ja auch komisch. Ja, und deswegen mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Ansonsten freue ich mich drauf. Ich bin schon sehr gehypt. Ich freue mich ultra auf Freitag. Wird wieder ein vollgepacktes Programm werden von 14 bis 24 Uhr. Hau ich jetzt mal einfach so raus. Mal schauen, wie lange es gehen wird. Und ja, ich freue mich auf euch. Und ich hoffe, wir haben dann eine coole Zeit zusammen. Und einen schönen Start dann halt auch damit ins Wochenende und den damit folgenden 4. Advent. Alles klar. Das war's soweit von mir. Wir hören uns die Tage natürlich wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Merkt euch einfach, Freitag 14 Uhr geht's los. Und das war's soweit. Und ja, vielen lieben Dank. Haut rein und bis zum nächsten Mal.